Morgen und willkommen an der Lieserquelle in der Eifel. Wir werden in den nächsten Tagen den Lieserpfad laufen. Von der Quelle bis zur Mündung an die Mosel. Plus noch ein paar Meter auf dem Moselsteig. Wir haben 4 Tage dafür eingeplant. Uns erwarten ungefähr 100 Kilometer. Wetter ist soweit in Ordnung. Jetzt noch recht frisch mit 5 Grad, aber die Sonne beglückt uns ein bisschen. Jetzt nehme ich euch mit, wie wir zu unserem Startpunkt gehen. Der ist nämlich hier unten drin. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Sometimes you never know where it's gonna turn. First you build a dream up just to watch it burn. It's easier to set. Also wenn eine Windböe kommt, ist es schon kälter, muss man sagen. Aber Wetter soll ja die nächsten Tage besser werden. You will find your way up, lifting off the ground. I can see it like a sunrise on the hill. Wie immer haben wir natürlich unser Zelt mit dabei. Wir haben ausreichend Essen mit dabei. Aber was diesmal neu ist, sind unsere Rucksäcke. Wir haben seit 4 Wochen, glaube ich, den Unbound 40 von Hyperlight Mountain Gear. Das heißt, wir bleiben der Marke treu, die wir schon seit vielen Jahren und vielen tausend Kilometern tragen. Ja, und das ist jetzt hier so die erste kleine Testung mit dem neuen Rucksack. Das erste Packen hat super gut geklappt. Viele Sachen, die wir neu organisieren müssen. Einige Sachen funktionieren deutlich besser, ein paar andere muss man sich noch dran gewöhnen. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie wir uns die nächsten 4 Tage einfach damit zurechtfinden. As you felt the sting of the thorns, as your feet are tired and warm, but lift up your eyes, you might be surprised. I know it feels like, I know it feels like. Ja. Gute Idee. Macht die gut. Da vorne erreichen wir gleich Rengen. 8 Kilometer sind durch bei uns. Und nach Rengen folgt dann, glaube ich, Down. Das Wetter ist aktuell übrigens deutlich besser, als wir vermutet haben, beziehungsweise als es angesagt war. Eigentlich war keine Sonne vorhergesagt und Tageshöchsttemperatur von 8 Grad. Aber wir haben jetzt streckenweise sogar blauen Himmel und momentan 11,5 Grad. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Wir werden uns nicht beschweren. Die Sonne tut sehr, sehr gut. Wir sind jetzt etwa schon so 12, 13 Kilometer unterwegs. Werden, denke ich, auch gleich Down erreichen. Was offiziell übrigens das erste Etappenziel ist. Aber für uns natürlich noch viel zu wenig Kilometer auf der Uhr bedeuten würde, weswegen wir weiterlaufen werden. Aber so insgesamt müssen wir auch sagen, die ersten Kilometer haben uns jetzt noch nicht ganz so abgeholt. Wir sind bisher viel auf Asphalt gelaufen. Man sieht es hier nebenan ganz gut. Wir haben hier eine Straße, wir haben ein bisschen Industrie. Man hört insgesamt auch sehr viel Straßenverkehr. Also wir hoffen mal, dass es noch ein bisschen besser wird. Aber so die ersten Kilometer waren jetzt noch kein Highlight. Wir sind jetzt in Down. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo einen Kaffee kriegen. Es ist nämlich Feiertag. Und wir gehen davon aus, dass heute alles geschlossen ist. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht haben wir Glück. So, die erste Möglichkeit in Down, wo man Kaffee bekommen konnte, haben wir genutzt. Da war aber auch eher nur mittelmäßig der Kaffee. Aber wir haben direkt nochmal ein Omelett dazu geordert. Da haben wir wieder ein bisschen Power für die nächsten Kilometer. 16,5 haben wir jetzt auf der Uhr für heute. Und ja, wir sind hier immer noch an der Lieser. Die läuft hier. Und genau,
das ist ja ein einfacher Plan beim Flusswanderweg, ne? So, und jetzt sind wir dann auch direkt auf dem Eifelsteig. Das heißt, die nächsten Kilometer laufen wir einen Weg, den wir ja auch schon kennen. 2017 sind wir ja den Eifelsteig gelaufen, oder wir haben dort angefangen, den Eifelsteig zu laufen. Hat insgesamt 2 Jahre gedauert. Den sind wir in Etappen gelaufen. War auch damit so unser erster großer Wandersteig, der Auslöser für alles, was danach kam. Also irgendwie was ganz Besonderes, und es ist schon schön, jetzt wieder einen Teil auf dem Eifelsteig zu laufen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Die Sonne scheint. Das tut so gut. Und die Wege werden ja auch ein bisschen besser. Ein bisschen. Und da unten ist auch die Isar. Also alles richtig. Dieser doofe Borkenkäfer. Ach nee, Forstwirtschaft. Wer ist denn jetzt schuld? Forstwirtschaft. Ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach nichts auf diesem Display. 25 Kilometer haben wir jetzt drin und es sind noch ein paar Kilometer bis nach Manderscheid. Wir wollten kurz vor Manderscheid die Nacht verbringen. Ja, jetzt genießen wir hier gerade so ein bisschen die Sonne. Sitzen hier irgendwie schon 10-12 Minuten. So sieht's aus. So, wir organisieren noch mal ein bisschen Wasser. Mal so 1 Liter, 1,5, 1,2 Liter, irgendwie sowas. Heute Abend zum Kochen. Und wir filtern das dann zwar noch. Ja, und der Rest muss dann, wenn was drin ist, sterben beim Kochen. So ist es. Ja. Und dann geht es für uns jetzt hier diesen Weg entlang. Eine Hütte haben wir auch schon gefunden. Vielleicht brauchen wir da noch nicht mal ein Zelt aufbauen. Und jetzt auch endlich ein Single Trail. Yay! Das ist doch mal ein richtiger Weg hier. Endlich. Ja, also der Tag und die Wege haben sich heute auf jeden Fall noch zum Besseren gewendet. Und auch das Wetter, also das ist wirklich krass. Wir hatten gerade 16 Grad während unserer Pause. Und wie gesagt, eigentlich Höchsttemperaturen für heute angesagt 8. Also irgendwie ist das Wetterglück diesmal auf unserer Seite. Nicht so wie vor einem Jahr, als wir über Ostern den Hexertrek begonnen haben. Wer es noch nicht gesehen hat, verlinken wir euch. Schaut mal rein, wie es aussieht, wenn wir eigentlich richtig Wetterpech haben. Es ist einfach nass und kalt. Das macht keinen Spaß. Oh Mann. Wo bleibt die Sonne? So ist richtig. Schön auch nochmal den Müll aufsammeln. Das gibt auf jeden Fall Karma-Punkte. Krass, wie breit die Liesar jetzt schon geworden ist. Und wir sind, also ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich denke mal seit der Quelle circa
28 Kilometer gelaufen, so in einem Dreh. Also das entspricht natürlich nicht 28 Kilometern Flusslauf, aber ich finde es echt krass. Das ist richtig, richtig breit schon und schlängelt sich hier so durchs Gehölz. Schön. Übrigens, woran merkt man, dass man in der Eifel ist? Es gibt halt einfach überall Bänke. Also ich glaube, es gibt keine andere Region, fällt mir zumindest nicht ein, wo es einfach so viele Bänke gibt. Und irgendwie ist das wirklich lustig, weil die Tracks, die wir zuletzt gelaufen sind, da gab es noch nicht mal einen Stein, auf dem man sich setzen konnte. Und hier hast du wirklich eine Bank pro Kilometer. Also die Dichte an Bänken und Hütten ist wirklich ganz krass. Manderscheid 3,6. Ist nicht mehr weit. Aber so weit wollen wir auch gar nicht gehen. Seht ihr sie da? Die Hütte? Die werden wir jetzt mal ansteuern. Geht jetzt erstmal hier runter, nochmal irgendwie über die Liesa und dann da hoch. Und dann denke ich, werden wir da ein bisschen ruhen. Crazy, wie das hier aussieht. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Die ganzen kaputten Bäume. Irre. Boah, das ist gut. Richtig gut. Check. Ah ja. Und da hinten bei dem Kirchturm gibt es morgen Wasser von der Tankstelle. Ja, Freunde, der Tag ist vorbei. Wir haben es geschafft, ihr habt es gesehen. Wir sind in der Häselhütte. Wir können uns hier hinsetzen, wir können uns da reinsetzen. Hier ist es sehr sauber. Und wir entspannen jetzt noch einen Moment. Dann ziehen wir uns um. Und dann gibt es was Leckeres zu essen. Also wir haben auf jeden Fall Kohldampf. Sind heute nicht ganz 33 Kilometer geworden. Typischer, normaler Mittelgebirgswanderung. Am Anfang war es ja ein bisschen schleppend irgendwie die Wege. Das hat jetzt uns nicht so gut gefallen. Und jetzt hier zum Schluss, also hier in der Nähe von Manderscheid, wenn ihr das hier noch nicht kennt, hier lohnt es sich Tageswanderungen zu machen. Hier kann man mehr Tageswanderungen machen. Das ist hier richtig attraktiv. Wie ihr seht, wir haben ja Anfang April, also die Natur ist noch nicht so aus dem Winterschlaf gekommen, aber ein paar Tage noch, dann ist es soweit. Und wir haben jetzt Hunger. Ciao. So, mittlerweile ist es 9 Uhr. Und die erste Runde Essen ist schon durch. Es gab Cheese Macaroni mit Reis. Und die zweite Runde ist jetzt Kartoffelpüree mit veganem Erbsenproteinhack und Sonnenblumenhack. Und das haben wir zu Hause schon vorbereitet und ja, rühren das jetzt einfach nur noch ein. Und auch da gibt es gleich einmal Röstzwiebeln dazu. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen ziehen. Und Gemüsebrühe ist auch schon drin für den Geschmack. Ja, und dann lassen wir es uns doch gleich schmecken. Aber die Tüten, die wir übrigens verwenden, die sind von Noakes. Die sind echt super, weil der Druckverschluss wirklich gut hält im Vergleich zu den normalen Ziploc-Beuteln, die man so für wenig Geld im Supermarkt kaufen kann. Und damit transportieren wir echt alles. Also Kaffee, Röstzwiebeln, Kartoffelpulver, Nudeln. Eigentlich alles, was wir an wir viel Elektromaterial dabei haben. Stimmt, du auch. Feuchtigkeit zu schützen. Richtig. Also die Dinger sind schon auch echt super. Und die Röstzwiebeln. Wo sind die? Sind die schon weggepackt? Ah, hier. Sonnenblumenkerne sind auch noch drin. Danach bin ich aber auch satt. Gute Nacht.
Moin moin Leute und guten Morgen an Tag 2. Ja, wir sind schon eine Weile wach und gucken hier in aller Ruhe aus dem Fenster. Kommen aber noch nicht so richtig hoch. Irgendwie waren die 33 Kilometer von gestern doch ein bisschen nachhaltig. Sind wir eigentlich kurz davor, gedanklich aufzustehen, umzuziehen und zu gucken, dass wir in Manderscheid vielleicht noch einen Kaffee kriegen. Wasser müssen wir dringend auffüllen, das ist quasi alle. Und ja, dann gucken wir mal, wo der Tag uns heute hintreibt. Wir haben alles wieder ordentlich verlassen, so wie sich das gehört. Für uns auch eine wichtige Regel für das, was wir hier machen. Und jetzt geht es für uns nach Manderscheid, aber erstmal wieder ganz nach unten, durchs Tal, an der Lisa vorbei. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Wird also, denke ich, jetzt direkt auch schon mal anstrengend auf den ersten, ja, maximal 1,5 Kilometern. Aber damit haben wir uns dann auf jeden Fall den Kaffee später verdient. So kann man es auch sehen. Und wir gehen jetzt mal los. Jo. Wir haben es wieder auf den eigentlichen Weg geschafft. Und jetzt nicht mehr weit bis nach Manderscheid. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Zum Glück nur leicht, aber Regenjacken sind jetzt an. Und jetzt geht es dann weiter den Berg entlang. Also es ist weiterhin ein super schöner Single Trail direkt an der Bergflanke. Aber wenn wir uns richtig erinnern, geht es jetzt auch gleich runter ins Tal. Direkt an die Lisa. Und ja, mal gucken. Also wir hoffen, dass natürlich der Regen nicht ganz so lange anhält. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter und dann wird sich das schon zeigen. Wir sind auf jeden Fall ausgerüstet. Und los! Regnet leider immer noch. Wobei wir zwischendurch schon zweimal die Jacke aus und dann doch wieder angezogen haben. Naja, es ist der Klassiker, man weiß es immer nicht so genau. Vor allem steiler Berganstieg. Wir hatten da Bock auf eine Regenjacke, mal ganz ehrlich. Na Mensch, das ist doch mal ein schöner Wanderweg hier. Wir versuchen es irgendwie zu umgehen. Junge, Junge, Junge. Alter, das ist echt heftig. Hier wächst halt auch nie wieder was. Also selbst wenn hier irgendwann nichts mehr lang fährt, das ist hier wirklich alles im Arsch. Pause haben wir. Vorbei. Vorbei, Müsli haben wir gegessen. Ja, und jetzt geht's weiter. Wetter ist nicht ganz auf unserer Seite. Also das Wetter ändert hier so schnell. Wir kommen gar nicht hinterher. Regenjacke an, Regenjacke aus. Viel zu heiß. Handschuh aus, Buff aus. Wenn die Sonne rauskommt, knallt. Ja, ist auch teilweise echt schwül. Ja, und jetzt fängt es gerade schon wieder an zu regnen. Ich glaube, wir können es auch nur falsch machen. Deswegen gehen wir einfach weiter. Ja, wir machen einfach weiter. So ist es.
Da ist er wieder, der blaue Himmel. Toll. Next one. Sieht wahrscheinlich eleganter aus mit größeren Füßen. Jawohl. Läuft. Mit größeren Füßen? Mit längeren Beinen meine ich natürlich. Oh je. Der Trail-Wahnsinn kickt rein. Wir haben es jetzt irgendwie 1:45. 15 Kilometer sind erst durch. Wir haben das Gefühl, wir kommen nicht vorwärts, obwohl das zeitlich alles völlig in Ordnung ist, aber Regenjacke an, Regenjacke aus. Irgendwann muss man eine Pause machen. Regen, Trocken, Sonne. Irgendwie hat man das Gefühl, es ist schon so viel passiert heute, dass es eigentlich schon mehrere Kilometer hätten sein müssen. Jetzt hoffen wir mal, dass es bis nach Wittlich, das sind jetzt noch 11 Kilometer ungefähr, trocken bleibt. Und dann sehen wir zu, ob wir da irgendwie vielleicht noch was zu trinken bekommen. Und dann sollten die Planungen, also beziehungsweise die Planungen momentan so, dass wir dann auch noch weitergehen. Aber das sehen wir dann. I know it feels like, I know it feels like, I know it feels like, hold on, you got this. All that you wanted is on the other side, and you're gonna find that it's rough and it's wild, but it's worth every mile. And when it burns inside your soul, that's how you know. 20 Kilometer haben wir auf der Uhr. Und ich sag's ganz ehrlich, die 20 von heute fühlen sich so an wie die 30 von gestern. Also ich weiß nicht warum, aber ich bin schon ordentlich geschafft. Ich glaube, wir haben es gerade um 3:30 oder so. Also noch gar nicht mal so spät. Ja, aber ich sehne mich auf jeden Fall nach einer Bank für ein Päuschen. Und dann gibt es vielleicht noch mal ein bisschen Energie für die restliche Strecke. Und wenn wir dann in Wittlich sind, das sind immer noch 6 Kilometer, da hoffe ich dann zumindest mal auch auf, ich weiß nicht, irgendein Kaltgetränk, Cola, Kaffee, irgendwas, was nochmal so einen Push gibt. Irgendwas wird es schon geben. Wittlich ist ein bisschen größer. Heute ist Samstag, da sollte auch einiges geöffnet sein. Ja, und bis dahin machen wir hier einfach weiter auf der Waldautobahn. Waldautobahn. Sind wir jetzt quasi gleich in Wittlich angekommen. Dauert jetzt gar nicht mehr so lange. 300 Meter. Aber da müssen wir erstmal entlang der Liesar durch Wittlich durchlaufen, um dann zu dem Edeka zu kommen. Da gibt es noch einen großen Bäcker und sonst irgendwas. Und da kaufen wir Wasser und vielleicht gibt es noch was zu essen. 2 Kilometer noch. Wir haben unsere Wasservorräte jetzt wieder aufgefüllt und haben die Zeit dort im Bäcker auch noch mal genutzt, ein bisschen die Lage zu checken und tatsächlich jetzt die Entscheidung getroffen, uns für heute für eine Nacht ein Zimmer zu buchen, weil der restliche Weg bis zur Mosel, also bis zum offiziellen Ziel von dem Liesarpfad, sehr besiedelt ist, viel Bundesstraße, viel Autobahn, viel Landwirtschaft. Ja, das gehört natürlich auch zum Abenteuer dazu, wenn man vorher nicht genau plant, wie viel Kilometer man pro Tag läuft und dann eben feststellt, naja, irgendwie stehen die Chancen hier gerade nicht so gut für uns. Also das ist für uns völlig fein. Morgen nochmal so um die 30 Kilometer vor uns, da haben wir uns auch schon was ausgeguckt für die Nacht. Ja, das heißt, wir laufen uns jetzt hier noch mal ein bisschen aus auf den letzten ungefähr 1,5 Kilometern bis zur Unterkunft. Und dann war es das für heute. Und dann können wir uns heute auch einmal duschen
Und morgen geht es dann wie gewohnt weiter. Damit sagen wir erstmal ciao. Und falls es von uns nichts mehr gibt, hören wir uns morgen wieder. Ciao, ciao. Ja, und so geht es für uns heute Nacht in ein Hotel. Spätestens unter der Warmdusche werden wir es sicher genießen können. Die neuen Rucksäcke haben sich in jedem Fall gut geschlagen und so können wir uns auf die anstehenden 450 Kilometer auf dem Hexatrek durch Frankreich von Sélestat bis zum Genfersee freuen. Nur bei der Schuhwahl für den Lisafat, da haben wir nicht richtig aufgepasst. Die Altralon Peak 9 Plus sind kurz vor den 1000 Kilometern und auch wenn sie optisch noch gut aussehen, haben es die Dämpfung und die Sohle bereits hinter sich. Aber keine Sorge, für Nachschub ist bereits gesorgt. Schön, dass du uns heute bis zum Schluss begleitet hast. Wir freuen uns über deinen Daumen nach oben. Und wenn auch du das Abenteuer suchst, abonnier gerne den Kanal, dann sehen wir uns hier zur nächsten Episode vom Lisafat wieder.